Aktuell neu für euch getestet haben wir den Pride Fly 2 Pro. Etliche Dinge wurden hier verändert, unter anderem der wirklich auch deutlich reduzierte Fronttube-Durchmesser. Dazu haben wir ein zusätzliches Segment in der Krümmung der Tipps, was hier einen höheren Response zur Folge haben soll. Neue Fenster und auch mehrere davon und natürlich auch jede Menge neuer Materialien. Die Frontschlaufe ist wohl dimensioniert und hat auch eine gute Festigkeit, um den Wing hier sehr schön in der Welle mitführen zu können. Das Modell Fly 2 Pro ist mit Carbon-Handles ausgestattet, mit EVA ummantelt, welche wirklich sehr angenehm sind, lassen sich super greifen, haben einen echt optimalen Durchmesser und sind auch physiognomisch von der Ausrichtung zum Körper hin des Fahrers oder der Fahrerin sehr gut gestaltet. Prägnant ist weiterhin die Form der vorderen Händel. Das ist als Revolvergriff ausgelegt und das, wie gesagt, dafür verantwortlich, dass es sich in Manövern sehr gut handeln lässt. Die Fenster sind minimal umgestaltet und es gibt noch 2 zusätzliche Fenster für eine etwas bessere Übersicht nach Lehe. Die Abrisskante ist einfach gedoppelt und besitzt auf jeder Seite zusätzlich 3 Kunststofflatten als Verstärkung. Als Strut-Material hat Pride hier das Alula Aeris X ausgewählt. Dieser Laminatfaktor im mittleren Teil ist besonders verarbeitet. Man sieht es an den Details, was die Vielzahl der Hinterlegungen angeht und zusätzlichen Verstärkungen, damit dieses Material halt, was an sich sehr steif ist, aber dann auch natürlich eine langlebige Haltbarkeit aufweisen kann. Das ist hier alles sehr, sehr aufwendig verarbeitet. Und in den Tippbereichen haben wir das Material Alula Aeris. Das ist insgesamt feiner von der Struktur dementsprechend gehalten, ist auch vom Gewicht her etwas leichter als das Aeris X und gibt hier der ganzen Struktur eine sehr hohe Festigkeit. Das Flugtuch ist ein Double Ripstop Material von Teijin und für die gesamten Bereiche in der Trailing Edge wurde von Challenger das Code 95 verwendet. Kennt man aus den Duotone Wings, da hat das Ganze als erstes Einzug gehalten. Alle Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit Kevlar-Gewebe verstärkt, sodass auch mal eine Skate-Session hier ohne Beschädigung vonstatten gehen könnte. Im Unterschied zum Fly 2 hat das Modell Fly 2 Pro ein etwas flacheres Profil. Beide haben, wie auch hier zu sehen, halt ein Infill-Panel, was vorne und hinten geöffnet ist. Be- und entlüftet wird die Mittelstrut und die Fronttube separat mit jeweils einem Subventil. Und da wir jetzt hier sehr steife Materialien im Fronttube und Mittelstrut-Gerüst haben, können wir auch mit einem verhältnismäßig hohen Luftdruck arbeiten, also 9 und 9,5 für Leading Edge und Mittelstrut. Die mittlere Strut ist mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt, welches in diesem Bereich breitflächig gedoppelt ist. In puncto Tuchspannung hat sich hier beim Fly 2 Pro einiges geändert. Das Ganze ist jetzt insgesamt halt deutlich straffer. Das zusätzliche Segment im Tippbereich bringt hier ein bisschen mehr Spannung auf die ganze Geschichte. Von der Geometrie wurden Kleinigkeiten verändert und natürlich der hohe Luftdruck, der jetzt in den Struts verwendet wird, führt natürlich auch nochmal zu einem deutlich besseren Response ohne ein Flattern der Trailing Edge. Schon beim ersten Handling wird klar, das Ganze ist hier sehr schön ausbalanciert, sehr ausgewogen. Ob an der Frontschlaufe gegriffen oder am Revolvergriff an dem vorderen Händel ist das Ganze hier von Tip to Tip von der Balance 100%ig optimal, schön ausbalanciert. Auch die Gewichtsverteilung und die Ausgewogenheit von der Anströmkante zur Abrisskante ist ebenfalls exzellent. Die Abrisskante schwebt hier sehr leicht und früh und man merkt auch beim Starten sofort hier die etwas festere Struktur dieses Wings. Gerade wenn man aktiv anfahren möchte, gibt der Wing hier einen sehr schönen Response und man kommt sehr früh auf den Flügel zum Fahren.
Und vergleichen wir es mit dem hauseigenen Fly 2, so kommen beide hier auf fast die identische Leistung, gerade auch im inaktiven Anfahrvorgang. Hat der Fly 2 ein etwas tieferes Profil, aber der Fly 2 Pro insgesamt etwas mehr Streckung, woraus er dann halt wiederum aus diesem höheren Wingspan mehr Energie schöpft. Bei den Fahrleistungen glänzt der Fly 2 Pro mit einer wirklich sehr schönen, flüssigen Beschleunigung. Man wird insgesamt halt wirklich schnell. Es gibt im reinen Race-Segment noch Wings, die noch mal einen Tick schneller sind, aber wenn man den ganzen Freeride-Bereich betrachtet, auch das verglichen mit einem Unit zum Beispiel, landen wir hier bei gleich guten Werten. Und auch auf dem Anwendkurs erreichen wir hier gute bis sehr gute Leistungen. Was durchgehend sehr positiv ausfällt, ist, dass man für das Abrufen der Leistung hier keinerlei wirklich größeren Aufwand benötigt, also dass selbst auch mit geringsten Fahrkönnsstufen das Ganze abzurufen ist. Herausragend ist das Manöverhandling im gesamten Freeride-Segment. Zum Erlernen von Halsen und Wänden ist der Fly 2 Pro sicherlich einer der besten. Das liegt daran, dass er halt wirklich mit sehr wenig Widerstand vergleichsweise fast vollständig, selbstständig auf die andere Seite fliegt. Er lässt sich hier ganz leicht mit wenig Kraft halt intuitiv mitführen und die Trailing Edge schwebt dabei wirklich immer sehr schnell und schön frei und greift man ihn vorne am Revolvergriff, so kann man ihn wirklich ganz lange Zeit halt einfach nur von alleine fliegen lassen. Der macht dann halt einfach die Richtungswechsel wirklich bei Wänden und bei Halsen wirklich von alleine. Die sehr gute Balance zeigt er auch in der Welle beim Mitschweben. Hier ist einerseits natürlich auch ein bisschen mehr Wingspan, gar nicht so schlecht halt, weil sich es dann schön gleichmäßig ausbalanciert. Das Flattern, was Fly 2 Pro und Fly 2 letztes Jahr halt hatten, was halt schon etwas gebremst hat, das wurde dieses Jahr vollständig abgestellt. In puncto, man hat zwar immer noch ein leichtes Bewegen des Tuches, das hat jeder Wing letztendlich, wenn man ihn an der Frontschlaufe greift. Aber hier fällt das Flattern von der Frequenz jetzt nicht mehr so aus, dass in irgendeiner Weise das Ganze bremst oder so viel Drag hat, dass man es unangenehm merkt und man zusätzliche Kraft beim Halten des Wings benötigt. Der Freestyle wird hier auch sehr gut zufriedengestellt. Wir haben eine hohe Geschwindigkeit, wir haben einen sehr schönen Response von dem Wing. Wir können hier eine wirklich sehr gute Höhe erreichen und der etwas höhere Wingspan führt dazu, dass er halt auch wirklich vergleichsweise auch zu anderen Modellen wirklich gut trägt. Und das Ganze ist wieder auch sehr einfach abrufbar. Schauen wir uns für diesen Freeride High Performance Wing mal die preisliche Gestaltung an. So liegen wir hier bei 4,5 Quadratmeter bei 2.100 €. Das ist vergleichbar mit den Mitbewerbern, die ebenfalls in die hochwertige Materialschublade von Alula gegriffen haben. Und das kostet halt momentan einfach nun mal so viel. Das Ganze ist aber auch im Vergleich zum Fly 2 ein Freeride Wing, der ohne Probleme auch von jedermann gekauft werden kann, der selbst im Beginn des Wingfoils zugange ist. Das würden wir jetzt beim Unit D-Lab nicht unbedingt empfehlen. Die sind halt sehr, sehr steif. Der Fly 2 Pro ist nicht ganz so steif geraten. Er hat halt immer noch ein bisschen mehr Dämpfung, ein bisschen mehr Komfort. Deshalb fliegt er sich halt auch wirklich sehr, sehr angenehm durchweg in allen Bedingungen. Auch bei sehr böigen Windbedingungen ist er total stressfrei zu bedienen. Er braucht keine große Aufmerksamkeit und keine besondere Technik
zum Anpumpen oder zum frühen Aufsteigen aufs Foil. Das geht hier alles ganz von alleine. Also ich sage jetzt mal, wer genug Geld hat, der kann sich auch guten Gewissens hier einen Fly 2 Pro kaufen, ohne dass er überfordert wird. Fahrleistungstechnisch kriegt man wirklich ein sensationell einfaches Manöverhandling von dem Wing geboten. Man kriegt gute bis sehr gute Leistung im Freestyle als auch in der Welle geboten. Also das ist ein toller Wing für wirklich alle Bereiche, die auch in einem höheren, also auch wer im obersten Performance-Bereich unterwegs sein möchte, der wird jetzt hier definitiv nicht enttäuscht. Der kann auch sicherlich einen Wettbewerb gewinnen, wenn er dann selber halt die Skills dafür besitzt. Wir hatten das Glück, jetzt den Test auf Sal, auf den Kapverden durchführen zu können, mit wirklich so netten, traumhaften Bedingungen. Da konnten wir halt sehen, was bei den Pros alles so möglich ist. Und da wäre dann das auch einer der geeigneten Wings, um hier mit auf dem Treppchen zu stehen. Ist das Ganze von unserer Seite aus empfehlenswert? Ja, unbedingt.